Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im schönen Stuttgart bei der CMT. Aus Hamburg, aus Bonn, überall ist man angereist. Nur wegen uns? Nein, natürlich nicht. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass wir nach mindestens 2 Jahren das erste physische Pressegespräch einmal wieder haben können, uns persönlich in die Augen schauen können. Und ja, nebenher wird noch ein bisschen CMT für Sie aufgeführt, damit Sie auch noch ein paar andere Eindrücke gewinnen. Großartig. Ich möchte Sie heute ein bisschen informieren. Zum einen zur Situation in der Touristik, an unserem Beispiel natürlich. Wie sieht's aus? Die CMT hat ja den schönen Nebeneffekt, dass sie genau dann liegt, wenn die Hauptbuchungsphase anfangen sollte. Die letzten Jahre hat keine CMT stattgefunden, dementsprechend auch keine Hauptbuchungsphase. Aber wir können ja mal schauen, wie es dieses Jahr ist. Und das werde ich in dem Punkt Situation und Ausblick tun. Und natürlich werde ich Ihnen auch ein bisschen über die Positionierung und die Philosophie von Nico Cruises, über das Slow Cruising erzählen. Und damit das nicht so abstrakt bleibt, habe ich Sandra Huck dabei, unsere Leiterin PR. Und die wird das Slow Cruising Ihnen nochmal durch das Jahr hinweg 2023, die Reise-Highlights 23 illustrieren. Wie setzen wir unser Slow Cruising im Hochseekreuzfahrtprodukt, aber auch im Flusskreuzfahrtprodukt um? Ja, kommen wir zur aktuellen Situation. Und das kann man eigentlich zusammenfassen, dass wir ja alle, die gesamte Touristik, auf 23 mit hohen Erwartungen und großen Hoffnungen blicken. Die Normalität hat sich schon eigentlich abzeichnen wollen, Anfang 22. Auch da fing die Hauptbuchungsphase eigentlich gut an, aber der Krieg hatte sich eingestellt. Pandemie ist eigentlich schon im Laufe von 22 kein wirklich großes Thema mehr gewesen. Wir haben nun auch, so wie viele andere, ab Januar, eben ab jetzt, alle Regelungen, alle Beschränkungen im Grunde abgeschafft auf den Reisen, sofern nicht die Destinationsvorschriften uns etwas anderes sagen. Das ist in ganz ausgewählten Einzelfällen noch der Fall. Aber eigentlich ist Pandemie kein Thema. Und dann schauen wir natürlich auf die Marktauguren, nämlich die Reiseanalyse. Und die sagt uns, das Reiseverhalten soll ähnlich zurückkehren, wie es vor der Pandemie war. Das schauen wir uns gleich mal an, ob das tatsächlich so ist. Denn die Konsumpriorität für Urlaubsreisen hat einen hohen Stellenwert an Platz 2, direkt nach dem Essen. Ja? Und wenn Sie sich die blauen und die grauen Balken ein bisschen zu Gemüte führen, dann sehen Sie, dass die Priorität von Essen auch tatsächlich noch weiter gestiegen ist, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Ja? Dass die Muster, die dann danach folgen, hier in den Jahren 20 und 17 in den grauen Balken illustriert, aber sehr, sehr ähnlich sind. Und Urlaubsreisen hat den hohen Stellenwert, fast so wichtig wie Essen. Und natürlich warten dann auch alle, wann geht's los, wann geht die Hauptbuchungsphase los, und da hat uns die Reiseanalyse auch etwas dazu gesagt, nämlich, dass schon der November, Dezember besser sein sollte als im Jahre 21. Das Blaue hier sind immer die Reiseabsichten oder Buchungszeitpunktabsichten des Jahres 22, während das Graue die Äußerungen im November 21 waren. Und man sieht sehr deutlich die Verschiebung hin in den November, Dezember mit deutlichen Zugewinnen, aber dann vor allen Dingen Januar, Februar. Also es soll doch wohl wieder eine Wave-Season kommen, oder? Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Am Beispiel von Nico Cruises. Die Propagandakurven muss ich leider jedes Mal auch zeigen. Das ist unsere Wachstumshistorie. Jedes Jahr um die 20% bis 2019. 2020 natürlich nicht. Der Pandemieeinbruch im März ist auch genau der Abknick dieser blauen Buchungskurve. Das sind Buchungsumsätze hier dann in 21, eine deutliche Erholung auf der lila Linie. 22 deutliches Wachstum für Nico Cruises. Wo kommt das her? Es kommt durch den Ausbau des Hochseegeschäftes, durch die Markteinführung von Vasco da Gama. Und hier ist 21. Das ist jetzt in dem Kurvengewirr
gar nicht so gut zu sehen. Deshalb nehme ich mal nur die zwei wichtigsten Referenzkurven dazu, nämlich letztes Jahr und 2019, das Benchmark-Jahr sozusagen für alle Touristiker. Und da sehen wir, dass wir schon im November, Dezember einen sehr, sehr stabilen, fast linearen Anstieg der Buchungen hatten. Also einen sehr kontinuierlichen Buchungseingang. Und auch, das sieht man an der Steigung, die deutlich höher ist als zum Beispiel sogar 2019, einen stärkeren November, Dezember als in den Vorjahren. Also die Reiseanalyse hat da schon nicht gelogen. Gucken wir mal, wie es jetzt für Januar aussieht. Wow. Das ist die Wave Season, so wie sie sein sollte. Sie ist über uns hereingebrochen, schon direkt in der ersten Januarwoche, in der Dreikönigswoche und damit deutlich früher, als ich es zum Beispiel prognostiziert hatte. Aber wir sind natürlich wahnsinnig glücklich darüber. Und die Stärke, die sehen Sie an der Steilheit der Kurve. Und Sie sehen auch, gerne hätte ich es schon heute gehabt, ich habe heute Morgen extra nochmal die letzten Zahlen hier geupdatet, gerne hätte ich schon gehabt, dass wir durch 2019 durchgebrochen wären. Wir sind kurz davor, morgen wird es soweit sein. Ja. Also, die Touristik ist zurück, die Kreuzfahrt ist zurück und Nico Cruises ist stark wie nie, kann man wirklich hier ja auch sehen. 22 natürlich schon mit enormem Wachstum und 23 dann auch mit der Kapazitätsauslastung, die wir uns wünschen und die wir brauchen. Ja, ich kann das zusammenfassen, dass die Wave Season wirklich mit Wucht nun über uns einbricht. Im Herbst war das Frühbucherverhalten noch eher vorsichtig. Da waren noch viele Ängste im Raum. Sie erinnern sich, Kriegsangst natürlich, aber Inflations- und Rezessionsangst, Angst vor der Heizkostenrechnung, vor den Energiepreisen, vor der Spritrechnung beim Tanken. Das hat sich im Dezember mehr und mehr aufgelöst. Die saisonuntypische starke Buchungsnachfrage zeugt davon. Alle haben gemerkt, es ist doch gar nicht so schlimm und vielleicht haben auch die Regierungsinstrumente mit der Energiekostenbremse durchaus eine Wirkung gehabt, vielleicht zumindest eine psychologische. Und von der Dreikönigswoche sprach ich gerade. 2 Rekorde darf ich noch verkünden. Letzter Freitag unser Best Friday ever und letzter Montag unser Best Monday ever. Also in der Nico-Firmengeschichte die bisher besten Buchungstage. Alle Telefone haben geglüht, alle Mitarbeiter haben auch geglüht. Ja, wir freuen uns aber da wahnsinnig drüber. Insofern ist diese Betriebstemperatur durchaus auch erwünscht. Großer Dank geht hier an unsere Partner im Vertrieb, das heißt die Reisebüros, die Veranstalterpartner, unsere Verkäufer am Counter in den Reisebüros, die das natürlich nur möglich machen. Das ist unser wichtigster und stärkster und bester Kanal. Und wir freuen uns sehr, dass da nun auch endlich anscheinend die Philosophie und die Vorteile von Nico Cruises überkommen am Counter, sodass wir diesen Erfolg hier verzeichnen können. Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass es auch stark weitergeht. Denn alle Voraussetzungen haben die Leute das Geld dafür, haben die Leute die Zeit dafür und haben sie die Lust zu reisen, sind eigentlich wieder auf einem Niveau angekommen, das sagt uns die Reiseanalyse, was vergleichbar mit den Jahren 19, 20, 21 ist. Also zum Beispiel die Lust zu reisen ist durchaus auf einem Niveau wie zwischen 2019 und 2020 so ungefähr. Dazwischen siedelt es sich an. 21 gab es natürlich einen Nachholbedarf. Ja. 21 gab es auch Ersparnisse, weil man in der Pandemie nicht so viel gereist ist. Beim Geld sieht es tatsächlich etwas dünner aus dieses Jahr. Aber wir fokussieren uns ja nicht auf die Gäste oder Interessenten mit Geldsorgen, sondern die Kreuzfahrt ist ja durchaus hier in diesem Bereich mit Haushaltsnettoeinkommen über 4.000 € unterwegs. Insofern interessiert uns vor allen Dingen hier die Verteilung der Reiseabsichten und da sagen 47% ja, ich möchte reisen und das Reiseziel ist auch schon klar. 33 weitere Prozent sagen ja, ich weiß nur noch nicht genau wohin. Also 80% Reiseabsicht in diesem Zielpublikum, was
vor allen Dingen von der Kreuzfahrt anvisiert wird. Ist, glaube ich, sehr, sehr gut für uns. Wir können die Kreuzfahrer vollumfänglich bedienen mit Niko Cruises Produkten. Sowohl der abenteuersuchende Expeditionskunde auf World Voyager als auch der Freund der klassischen, schönen Kreuzfahrt, wo man noch was sieht, wo man nicht nur an der Bar seine Zeit verbringen soll oder im Kletterpark, sondern wo man in die Destination hinausgelassen wird, wo man auch ein bisschen länger am Abend liegt und nochmal einen Stadtbummel machen kann und nicht um 17 Uhr wieder reingetrieben wird und weiterfahren muss. Die Freunde dieser klassischen Hochseekreuzfahrt bedienen wir mit Vasco da Gama und natürlich unsere Flusskunden, wie seit eh und je, seit 30 Jahren schon, aber das wissen Sie zu Genüge. Alles verbindet die Philosophie des Slow Cruising. Die ist auch im Fluss essentiell, aber bei allen Kreuzfahrtformen, die wir anbieten. Wir haben eher ungewöhnliche Routen oder wählen die eher abseitigen, nicht Mainstream-Routen, Passagen oder Häfen. Wir haben mehr Zeit am Land, legen sehr, sehr großen Wert auf die Ausflüge, um Natur- und Kulturerlebnisse natürlich zu vermitteln, ohne Massentourismus. Überschaubare Anzahl von Mitreisenden resultiert aus den kleinen Schiffen, World Voyager mit nur 200 Betten, Vasco da Gama mit um die 1000 Betten. Erholsame Zeit an Bord ist natürlich durch guten Service und ein gutes Passagier-Gäste-Verhältnis, also einen höheren Betreuungsschlüssel, als wir ihn in der Massenkreuzfahrt sehen, garantiert. Und auch in die Nachhaltigkeit, auch die Nachhaltigkeitstechnik vor allen Dingen, wurde sehr, sehr stark in diesen Schiffen investiert. Aber Slow Cruising hat auch emotionale Aspekte, die blitzen da alle gerade jetzt so auf. Es soll inspirierend, bereichernd, eindrucksvoll sein, genussvoll, verantwortungsvoll auch, umweltschonend auch natürlich. Friedlich, individuell, authentisch, einmalig, das ist das, was wir vermitteln möchten mit dieser Form von Kreuzfahrt. Jenseits Herdenbetriebs, jenseits Massenabfertigung, jenseits Legebatterien. Das ist unsere Philosophie vom Slow Cruising. Und natürlich muss man dann auch die Großen, die Big Boys in der Kreuzfahrt ein bisschen ärgern mit ihren großen Pötten. Freizeitpark an Bord brauchen wir nicht. Warum nicht? Weil unsere Attraktionen natürlich an Land liegen und weil wir die auch zeigen und weil wir auch genug Zeit lassen, diese zu entdecken. Time to discover, das ist der Slogan. Das ist die aktuelle Umsetzung unserer Image-Kampagne, die auch jetzt im Januar wieder groß an den Start geht mit Out-of-Home-Werbung, also Großplakaten, aber auch in der Anzeigenwerbung und durch alle Werbekanäle hindurch dekliniert wird. Klar könnten wir auch schneller, wollen wir aber nicht. Das ist eigentlich die Essenz des Slow-Cruising-Konzepts. Natürlich, wenn man Liegegebühren sparen möchte, wenn man über Nacht schnell weiterkommen möchte, wenn man möglichst viele Punkte abklappern möchte, dann bewegt man sich schnell fort. Wir halten davon nichts, sondern wir möchten die Zeit lassen zu entdecken. Time to discover halt. Ja, und das tun wir eben mit kleinen Schiffen, längeren Liegezeiten, Platz für Erlebnisse und Augenblicke für Entdeckung. Wir fahren auch so nah ran, dass es insbesondere bei Expeditionen, und Frau Huck wird gleich noch ein bisschen über die Arktis reden, ein wesentlicher Aspekt, näher dran zu sein. Wir fahren so nah dran, dass man viel mitnimmt, viel sieht. Das hat aber auch ganz praktische Aspekte, wenn Sie an der spanischen Küste entlang fahren und eben nicht vorbeifahren, sondern vielleicht den Guadalquivir hochfahren und bis nach Sevilla reinfahren. Das ist unsere Definition von hautnah dran. Authentische Erlebnisse und unvergessliche Erfahrungen, das ist unsere Idee vom Slow Cruising. Ja, und dass das so gut ankommt und dass wir damit dieses Jahr diese Buchungsergebnisse erzielen konnten, das würden wir tatsächlich heute auch ein kleines bisschen feiern. Wer den Sekt noch nicht gefunden hat, den möchte ich ihm jetzt nochmal ausdrücklich anbieten. Wer möchte ein Gläschen Sekt, damit er mit uns anstoßen kann?
Soll ja gut für den Kreislauf sein. Das ist das Geräusch, was wir lieben. Herr Hildebrand fehlt, glaube ich, noch. Wunderbar. Dann auf ein tolles Touristikjahr 23. Many happy passengers. Sandra, machst du für uns weiter? Ja, ich übernehme jetzt den weiteren Teil und möchte Sie gerne durch die Reise-Highlights 2023 führen. Wir haben es so aufgebaut durchs Jahr mit Nico Cruises, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Überall gibt es natürlich tolle Ziele zu entdecken. Wir haben natürlich ganz viel mehr im Portfolio. Es ist also nur eine auszugsweise Vorstellung unserer Reise-Highlights, aber soll auf jeden Fall für Inspiration sorgen und für ein bisschen Reisesehnsucht, die Sie dann gerne natürlich auch stillen dürfen. Das heißt, es geht los im Frühling mit unserem Saisonstart auf dem Fluss. Wir sind in diesem Jahr mit 22 Flussschiffen unterwegs, auf 81 Routen, auf 35 Wasserwegen, in 21 Ländern und auf 3 Kontinenten. Das heißt, es ist richtig viel zu entdecken und wir sind überall unterwegs. Wer also Lust hat, unser komplettes Portfolio zu entdecken, ist herzlich eingeladen, bei uns auf der Website zu stöbern oder natürlich auch in den Katalogen. Wir starten in die Flusssaison am 17. März und zwar mit unserem Krimi-Dinner in Frankfurt. Das ist eines unserer beliebtesten Eventreisen, mit denen wir gerne in die Saison starten. Die sind inzwischen so beliebt, dass sie fast schon ausgebucht sind, aber keine Angst, wir haben natürlich auch noch weitere schöne Eventreisen im Petto, unter anderem zum Beispiel unsere Gourmet-Kreuzfahrt mit You-Dinner, auch im März zu buchen. Und alle Themenreisen finden Sie auch kompakt und übersichtlich in unserem Themenreisen-Folder. So, als nächstes stelle ich Ihnen jetzt ein paar Perlen im Frühling vor und wir starten ganz natürlich mit unserer Tulpenreise nach Holland. Ein sehr beliebter Klassiker. Diese Reise, ein Blütenmeer für die Sinne, fahren wir mit unserer Rhein-Symphonie und mit unserer Rhein-Melodie an insgesamt 10 Terminen zwischen März, April und Mai. Und diese Reise umfasst natürlich alle Highlights, die man so erwartet in den Niederlanden. Viele Windmühlen, natürlich der Keukenhof und Amsterdam. Und auf dieser Reise geht es auch zu einem Tagesabstecher nach Den Haag. Die nächste Reise im Frühling führt uns ins wunderschöne Portugal, entlang des Douros. Da haben wir 34 Termine zwischen April und November. Und diese Reise im Speziellen fährt unsere Douro Serenity. Es geht los in Portugal, in Porto, um genau zu sein. Und die 8-tägige Reise führt dann entlang zur spanischen Grenze. Sie sehen dabei Lamego und auch den Matthäuspalast. Und natürlich darf auch ein Tagesausflug nach Salamanca nicht fehlen. Wer möchte, darf gerne auch im Anschluss noch ein Nachprogramm Galicien buchen. Da bringen wir unsere Gäste dann nach La Coruña oder auch nach Santiago de Compostela. Weiter auch im Süden befindet sich unser malerisches Südfrankreich. Die 8-tägige Reise ab an Lyon führt erstmal hoch ins Burgund, entlang der Saône und bringt die Gäste nach Châlons und auch nach Beaune beispielsweise. Passiert dann wieder Lyon und macht sich südwärts auf den Weg auf die Rhône entlang und führt nach Viviers beispielsweise, nach Arles, nach Avignon, also auf den Spuren der Römer. Man geht auch zum Pont du Gard. Und man kann sich auf ein ganz besonders tolles Naturspektakel oder Landschaft freuen in der Camargue mit den Flamingos und den wilden Pferden. Oder auch, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man reist, ist natürlich auch besonders beliebt zur Lavendelzeit. Die lilanen Lavendelfelder, Sie sehen es auch im Bild, ist natürlich schon ein eindrucksvolles Bild, das man unbedingt mal gesehen haben sollte. So. Jetzt. So schnell geht's. Vom Frühling kommen wir in den Sommer. Und da möchte ich Ihnen gerne unsere Reise mit der World Voyager vorstellen. Da sind wir in diesem Sommer in Norwegen, Island und in der Arktis unterwegs. Wir haben 5 unterschiedliche Routen, wie gesagt in Norwegen, Island und der Arktis.
die ich gerne nachfolgend ein bisschen erzählen möchte. Es fängt an mit Soft Expedition sozusagen, es ist erstmal nur Norwegen und Nordkap und die richtigen polaren Regionen kommen dann in Folge. Wir starten mit 15 Tage von Bremerhaven bis nach Hamburg, also Vorteil der Reise auf jeden Fall deutsche Häfen, gute Erreichbarkeit und wir fahren entlang der Postschiffroute der berühmten bis hoch zum Nordkap, sehen natürlich Bergen, den berühmten Geiranger Fjord, die einsamen Lofoten, natürlich auch Tromsø und bewegen uns dann tatsächlich auch durch die Innenpassage, was nicht viele Schiffe können, weil wir so klein sind, dürfen wir da durchfahren, passieren wir die Strecke bis nach Honigsborg zum Nordkap und dann wieder zurück. Das heißt, genau, die Reise-Highlights Tromsø, Ålesund, Bergen, Geiranger und natürlich das Nordkap. Das Besondere an dieser Reise ist, dass wir Ende Juni, Anfang Juli unterwegs sind. Das heißt, es ist Mitternachtssonne und sobald man den nördlichen Polarkreis überschreitet, wird es dort nicht mehr dunkel. Das ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Erlebnis, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und ist wirklich sagenhaft. Die nächste Reise führt dann von Hamburg auch entlang der Postschiffroute und auch entlang der Innenpassage bis zum Nordkap und führt aber dann weiter nach Spitzbergen. Das heißt, wir haben den Vorteil der Reise, dass wir die norwegische Küste, die Postschiffroute, vereinen mit einem polaren Erlebnis bis hin nach Spitzbergen. Das ist quasi schon unsere erste Expeditionsreise. Bei diesen Expeditionsreisen sind maximal 176 Gäste an Bord. Wir haben ein sehr erfahrenes und kompetentes Expeditionsteam an Bord, das natürlich dafür sorgt, dass wir ganz viele Zodiac-Ausfahrten machen, dass wir ganz nah rankommen an die Pflanzenwelt, an die Gletscher und dass wir Eisbären sehen, Polarfüchse, Elche und insofern die Reiseerfahrung dann quasi auch noch mit Vorträgen an Bord komplettiert wird. Ein rundum informatives und einzigartiges Erlebnis. Wenn Sie in Tromsø sind, übrigens ein kleiner Tipp, da gibt es ein ganz besonders tolles Museum, das die Nordlichter, die Polarlichter ausstellt. Das ist natürlich nicht die richtige Reisezeit, denn wir sind quasi im Sommer unterwegs, aber es lohnt sich, das Museum zu besuchen als kleiner Tipp, als persönlicher Tipp. Ich war auch schon da und wenn man dann Feuer gefangen hat und angefixt ist, dann lohnt sich auf jeden Fall auch mal eine Nordkap-Norwegen-Reise mit Polarlicht. Wir haben ja auch letztes Jahr die Polarlicht-Garantie gehabt und haben da ganz, ganz viele zufriedene Gäste gehabt an Bord und die waren alle richtig happy. Es ist ein besonderes, einmaliges Erlebnis, diese bunten Lichter am Himmel zu sehen. Die nächste Reise ist dann unsere richtig Hardcore-Expedition, unsere Spitzbergen-Intensivtour. Wir fahren einmal um Spitzbergen rundum. Zweimal machen wir das im arktischen Sommer und auch hier sind natürlich die Zodiac-Ausfahrten besonders zu nennen. Wann immer es möglich ist, gehen wir raus mit den kleinen motorisierten Schlauchbooten und zeigen unseren Gästen die polare Fauna und Flora, sehen Eisbären, Walrösser, natürlich viele Vogelarten und die bunten Häuser in der polaren Landschaft. Die nächste Reise führt dann von Spitzbergen aus nach Ostgrönland und endet in Reykjavik. Das heißt, man hat die polare Expedition und die polare Erfahrung kombiniert mit einer Island-Tour, mit dem Golden Circle. Ganz besonders sehenswert ist der Scoresbysund, der längste Fjord der Welt, der auch Geburtsort vieler Eisberge ist. Und man geht natürlich auch da raus mit den Zodiacs und cruist vorbei an den Gletschern, an den Eisbergen, an den Inuit-Dörfern und lässt diese Welt, in der der Mensch nur zu Gast sein darf, auf sich wirken. Die nächste Reise führt dann von Reykjavik wieder zurück nach Hamburg. Das heißt, wir nehmen den nördlichen Bogen, nehmen auch den Golden Circle mit, die Blaue Lagune natürlich, auch die Nationalparks und die Wasserfälle und fahren einmal rum bis Eskifjörður und fahren dann rüber nach Norwegen und fahren dann die norwegische Küste wieder entlang zurück, passieren Ålesund, Flåm und auch die südnorwegischen Fjorde, bis wir dann wieder zurück in Hamburg landen. Vom Sommer geht es in den Herbst. Da steht ein ganz besonderes Ereignis für uns im Kalender. Unsere Vasco da Gama startet das erste Mal eine Weltreise.
Und zwar ist es ein ganz besonderes Schiff, prädestiniert für diese Weltreise. Es ist ein klassisches, elegantes Hochseeschiff. Es ist deutschsprachig. Wir haben ein hervorragendes Passenger-Crew-Verhältnis von 1,8. Wir haben ganz viel Platz für den einzelnen Passagier an Bord, nämlich das Passenger-Space-Ratio von 55,8. Die Kreuzfahrtprofis unter Ihnen werden wissen, dass wir uns da nicht verstecken müssen, im Gegenteil sogar wirklich uns hervortun mit diesen Zahlen. Wir haben 5 Restaurants an Bord, 7 Bars und Lounges. Wir haben ein eigenes Theater, ein Showensemble, das mit eigenen Kreationen auffährt jeden Abend. Es gibt viele Lektoren an Bord, die informativ das Reiseerlebnis nochmal verstärken. Wir haben einen großen, wirklich großen Fitnessbereich und einen Wellnessbereich. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man so lange unterwegs ist, dass man auch mal schön die Seele baumeln lassen kann in der Sauna, bei einer Massage. Und wir haben 2 Pools an Bord, einer davon unter einem Glasschiebedach und auch beheizt. Sie sehen, schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Auf geht's zur Weltreise. Einmal die Weltreise im Überblick, wo wir überall hinfahren. Die Weltreise startet am 10.10. dieses Jahr in Lissabon und endet am 8. April nächstes Jahr ebenfalls wieder in Lissabon. Wer nicht so viel Zeit hat, darf auch gerne die kleine Weltreise buchen und erst in Singapur einsteigen und dann bis nach Lissabon fahren. Diese beiden Optionen haben wir für die Weltreisegäste sozusagen vorbereitet. Man kann aber natürlich auch jede einzelne Route und jede einzelne Etappe, da komme ich gleich noch dazu, einzeln buchen. Und um dieses Reiseerlebnis, wenn man nur einzeln unterwegs ist oder nicht so viel Zeit hat, trotzdem intensiv zu machen, haben wir das angereichert mit wunderschönen Vorprogrammen oder Nachprogrammen oder auch Überlandprogrammen, dass man wirklich nichts verpasst, was das Herz begehrt. Wir haben uns für die Weltreisegäste was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar ein paar Privilegien, die eine Weltreise noch bequemer machen. Sie haben es in Ihrer Übersicht. Ich gehe nur auf ein paar punktuell jetzt ein. Das ist zum einen unser Wäscheservice. Da ist Wäschewaschen quasi inklusive. Sie müssen nicht selber irgendwie sich darum kümmern, wie Sie wieder an saubere Kleidung kommen und können alles getrost uns überlassen. Sie dürfen gerne einmal Ihre Liebsten einladen und zu Besuch an Bord bringen für eine Reise, für eine Route. Dann gibt es natürlich auch unsere Wellness-Gutscheine und verschiedene Gutscheine, zum Beispiel in der Fotogalerie. Also wir haben an alles gedacht, damit die Weltreise so bequem und so intensiv wie möglich erlebbar ist, dass Sie sich um nichts kümmern müssen, sondern einfach nur genießen und erleben, und wir kümmern uns um den Rest. So, es wird spannend. Etappe 1. Etappe 1 besteht aus 2 verschiedenen Routen. Die Route 1 führt von Lissabon nach Kapstadt in 25 Tagen und von Kapstadt nach Mauritius dann nochmal in 16 Tagen. Auf dieser Reise ist alles mit dabei, und zwar Lissabon, Marokko, auch der Senegal. Sie haben die Gelegenheit, eine Safari zu besuchen. Das Schiff macht auch einen Stopp in St. Helena. Das ist auch ein sehr beliebter Kreuzfahrthafen, weil man da so leicht sonst nicht hinkommt und das wirklich ein absolutes Sehnsuchtsziel ist. Dann geht es wieder rüber zum afrikanischen Kontinent und wir kommen nach Kapstadt, der quilligen Metropole. Das Kap der Guten Hoffnung ist natürlich auch ein Reisehighlight. Dann geht es weiter die Küste entlang und dann fahren wir nach Port Elizabeth. Da gibt es nochmal die Möglichkeit, Tiere und Elefanten in voller Pracht zu sehen. Dann geht es nach Durban und von dort verlassen wir dann das afrikanische Festland, fahren nach Madagaskar. Da gibt es natürlich auch viele Tiere zu beobachten, die Lemuren, die Affenbrotbäume. Also eine Reise voller Highlights, die dann in Mauritius endet. Na? So, Etappe 2, zögerlich, aber wir haben sie in 3 Routen aufgeteilt. Die erste Route geht von Mauritius zu den Malediven und dauert 15 Tage. Die zweite Route von den Malediven dann nach Singapur in 19 Tagen und die dritte Route der Etappe von Singapur nach Manila in 18 Tagen. Auch hier gespickt voller Highlights natürlich, egal ob es Urwald-Expedition auf Mauritius ist, die langen Sandstrände auf den Seychellen oder den Malediven, Kultur pur in Indien. Wir fahren auch nach Singapur, wir bringen sie nach Sri Lanka, nach Kambodscha und nach Vietnam und natürlich auch nach Manila, wo am 6. Januar die Reise endet. Sie sehen schon am Datum, die letzte Reise, die letzte Route sozusagen geht über Weihnachten und Silvester. Das heißt, wir sind in Weihnachten an der thailändischen Trauminsel Koh Kut. Silvester liegen wir mit dem Schiff schön in der Halong-Bucht und der Dreikönigstag ist dann in Manila der Ausschiffungstag, falls man sich entscheidet, auszusteigen.
Die Route 3, die Etappe 3 startet von Manila bis Puerto Vallarta und ist ebenfalls nochmal in 3 Routen eingeteilt. Einmal von Manila nach Sydney in 23 Tagen, von Sydney nach Auckland in 21 Tagen und von Auckland nach Puerto Vallarta dann nochmal in 24 Tagen. Sie sehen schon, diese Reise ist wirklich voller schöner Sehnsuchtsziele. Man geht auf die Philippinen, man kommt nach Bali. Wir machen einen Abstecher nach Indonesien. Wir fahren die australische Küste entlang. Natürlich gehen wir nach Sydney. Die Gäste haben die Möglichkeit, den Ayers Rock zu sehen. Und der letzte Stopp in Australien, bevor wir dann nach Tasmanien und nach Neuseeland gehen, ist nochmal Melbourne. Genau, Tasmanien, super entspanntes Reiseziel, wo man sonst auch nicht alle Tage hinkommt. Und für Neuseeland ist natürlich für viele ein wahnsinniger Sehnsuchtsort und Sehnsuchtsziel. Auch da werden wir natürlich durch die Fjorde cruisen und uns die atemberaubende Landschaft dort angucken. Die Reise geht weiter, die Etappe führt dann über die Südsee zu den Cookinseln. Das heißt nochmal wirklich Traumstrände, Palmen, wie man sich so richtig schön vorstellt, schnorcheln und die Unterwasserwelt beobachten. Und ja, dann geht es weiter rüber nach Mexiko, wo dann die Reise in Puerto Vallarta endet, die Etappe. Die Etappe 4 führt dann von Puerto Vallarta zurück nach Lissabon und diese Etappe haben wir auch nochmal in 2 Routen aufgeteilt. Einmal von Puerto Vallarta nach Curaçao in 14 Tagen und von Curaçao zurück dann nochmal nach Lissabon in 17 Tagen. Diese Reise ist eine perfekte Kombination von Abenteuer und Entspannung, weil natürlich der Transatlantik, die Überfahrt mit dabei ist, aber zuerst startet sie mit Maya-Kultur in Mexiko, dann gibt es natürlich viele Traumstrände und Inseln zu erkunden in der Karibik. Besonderes Highlight bei dieser Reise ist die Tagespassage des Panama-Kanals, auch ein Once-in-a-Lifetime- und Kreuzfahrttraum. Wir schnorcheln viel in der Karibik, es gibt natürlich viele bunte Häuser zu entdecken oder auch die Gewürzinsel Grenada steht hoch im Kurs. Und auf dem Rückweg über den Atlantik machen wir dann noch einen Zwischenstopp auf den Kapverden, bevor wir dann über Teneriffa und Madeira zurück nach Lissabon kommen, wo die Reise am 8.4.24 zu Ende geht. So, Winterreisen. Winterreisen, guter Stichpunkt. Wir haben heute oder seit gestern schneit es wieder in Stuttgart, also gutes Thema, um Ihnen diese Reisen noch näher zu bringen. Ist noch ein bisschen hin, aber genau, nach dem Schnee ist vor dem Schnee. Also, wir haben auch dieses Jahr wieder schöne Advents- und Festtagsreisen im Programm. Wir haben wieder viele Klassiker, also quasi das, was wir die letzten Jahre schon gemacht haben, was sich bewährt hat. Unsere kurzen Adventsreisen von 4 bis 5 Tagen. Wir sind auch wieder über Weihnachten und Silvester unterwegs und ein paar dieser Reisen stelle ich Ihnen jetzt noch abschließend vor. Wir sind beispielsweise 5 Tage lang an der Donau entlang und zwar mit der Nicovision und unserer Maxima. Die Reise startet in Passau und führt nach Wien, Krems, Linz und Passau. Das heißt, man hat ein Weihnachtsmarkt-Feeling, man kann natürlich Wien in besonders schönem Lichterglanz entdecken. Von Linz aus machen wir einen schönen Ausflug in die Adventsstadt Steyr. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert und sehr beliebt. Wir haben dieses Jahr neu das erste Mal unsere Kapazität auf der Donau aufgebaut für die Weihnachts- und Silvesterreisen. Da sind wir mit 4 Schiffen unterwegs, anstatt mit 2. Und da haben wir auch gedacht, können wir ein bisschen Varianz reinbringen. Das heißt, wir haben es ein bisschen zeitversetzt und den Fahrplan abgeändert. Das heißt, wir haben den klassischen Fahrplan, wie wir ihn immer gefahren sind, von Passau, Wien, Budapest, Melk und Passau. Wir haben aber auch zum Beispiel noch Esztergom mit eingebaut, also Südungarn, für ein bisschen mehr Varianz und zeitliche Flexibilität. Auch bei der Silvesterreise sind wir mit 4 Schiffen unterwegs, auch zeitlich versetzt. Einmal 8 Tage von Passau nach Budapest über Wien, Melk zurück nach Passau. Und dann haben wir noch die 9-tägige Tour, die ein bisschen länger ist, also einen Tag länger, aber zeitlich versetzt mit der Nicovision und mit der Maxima. Und da sind wir jeweils entweder zu Silvester in Wien, über Nacht natürlich, und zu Silvester in Bratislava auf der anderen Tour. Jetzt kann man sich quasi aussuchen, was
einem besser gefällt, Wien oder Budapest zu Silvester. Auch dieses Jahr sind wir wieder auf dem Main unterwegs, auf unserer beliebten Tour ab an Nürnberg mit dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Wir fahren dann die Donau runter Richtung Kelheim, gehen zum Donaudurchbruch und fahren wieder zurück über Regensburg nach Nürnberg. Ist auch auf jeden Fall sehr beliebt, wenn man gerne Weihnachtsmärkte hat. Da kann man auf jeden Fall den Christkindlmarkt ganz entspannt erleben mit uns. Auch auf dem Rhein sind wir wieder unterwegs. Da haben wir natürlich unsere 4-tägige Tour mit der Nico Spirit und mit der Rhein-Symphonie, die einmal entweder nordwärts führt von Köln Richtung Amsterdam oder südwärts Richtung Rüdesheim und Koblenz. Und wir haben natürlich auch auf dem Rhein eine Weihnachtsreise, die auch von Köln nach Rüdesheim und nach Straßburg führt und eine Silvesterreise, die von Köln nordwärts führt, also dann quasi Silvester in Amsterdam beinhaltet. Genau, da haben wir jetzt schon 9 Tage Silvester von Köln, Antwerpen, Amsterdam und Köln. Und wie gesagt, über die Silvesternacht in Amsterdam liegt ein besonderes Erlebnis, wer es noch nicht gesehen hat. So, das war einmal quer durchs Land, quer durchs Jahr mit Nico Cruises im Schnelldurchlauf. Wenn Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie sich natürlich jederzeit jetzt gleich im Anschluss sie noch stellen oder sich gerne bei uns melden. Wir stehen Rede und Antwort. Und Guido möchte auch was sagen. Ich wollte nur aufs Standbild wechseln. Vielen Dank, Sandra, dass du uns so kompetent und sehnsuchtsvoll durchs Jahr geführt hast. Ich hatte immer den Eindruck, du gehst gleich los und gehst an Bord. Sie sehen den Variantenreichtum bei Nico Cruises und mein Bildchen mit den 3 Säulen und dem Dach, zu dem ich sagte, wir können jeden Kreuzfahrtwunsch bei Nico Cruises abdenken. Der ist, glaube ich, hier ganz gut illustriert worden. Von Arktis bis Weihnachtsmarkt ist alles möglich. Gibt es jetzt von Ihrer Seite Fragen? Außer natürlich, wo man sich für Pressereisen anmelden kann. Herr Hildebrand und dann Herr Stief. Pressereisen möchte ich nicht machen, aber noch mal ein paar, wie das mal unsere Zukunft auch wirtschaftliche Natur Fragen stellen. Ja, klar. Sie haben gesehen, die Buchungskurve ist ja ganz kurz davor, 2019 zu durchbrechen. Also mit anderen Worten, Sie gehen sicherlich davon aus, dass das 2019 auch vom Umsatz her übertroffen wird. Dann, ne? Ja, dass vor allen Dingen auch das 2022 übertroffen wird. Ja? Also wir sind ja auch im Jahre 2022 bereits gewachsen. Wir gehen vor allen Dingen von besseren Auslastungen aus und von besseren Preisen. Wir hatten doch einen argen Preiskampf in 2022, ausgelöst durch den Massenkreuzfahrtmarkt, der mit allen Kapazitäten wieder am Start war und der uns Nischenkreuzfahrtanbieter doch ganz gehörig zu schaffen gemacht hat. Das ist sehr unschön, wenn man die Schönheit der Routen, die Schönheit der Fahrpläne, das Thema Slow Cruising und so weiter gar nicht mehr erzählen darf, weil letztendlich nur noch der Preis zählt. Wir glauben, dass das 23 anders wird und dass wir auf jeden Fall das Wachstum von 22 nochmal übertreffen können. Und auch wenn wir jetzt nur Äpfel mit Äpfeln unsere Kapazitäten vergleichen würden, dann wäre es auch zu 2019 natürlich auch schon ein Wachstum, ja. Aber eben dazwischen Kapazität jetzt auch. 2019 gab es ja auch die Vasco da Gama. Genau, das ist der wesentliche Faktor. Ja. Und Flussschifffahrtsflotte ist ungefähr gleich geblieben. Ich glaube 22 Schiffe ist das nicht? Ja, leider nicht ganz gleich, weil wir ja weder China noch Russland noch Ukraine fahren. Ja, das sind alles eigentlich schöne Ziele. Ich bin froh, dass ich überall dort war, weil ich nicht weiß, wann es wieder losgehen könnte. Also da fehlt einiges. Aber ich sag mal, von den Brot- und Butterprodukten Mitteleuropa und so weiter, da sind wir gleich in der Kapazität, ja. Ja, also hier kommt die Frage nach den Anreisen. Das sind ja manchmal anstrengende Orte, zu denen man da hinfliegen muss. Wir arbeiten hier mit Charterfliegern, sodass wir die Gäste dann eben zum Beispiel nach Longyearbyen mit unserem Charterflieger bringen. Ja. Wir machen das auch jetzt aktuell schon für Vasco da Gama, der Flugmarkt war ja schier verrückt, ja, und ist auch über den Winter nicht besser geworden, dass wir hier stabile, gute Kapazitäten zu guten Preisen anbieten können, die nicht dann... Sie wissen, der Gast hat sich ja den Winter über immer sehr spät entschieden
Auch für das Quartal 1 jetzt im Jahre 2023 gibt es sehr späte Buchungen noch. Da ist es gut, eine stabile Flugkapazität zu haben, die man dann auch bis zum Ende noch hat und nicht hinter den Gast irgendwo in den freien Flugmarkt schicken muss, wo er hinterher für den Flug mehr bezahlt als für die Kreuzfahrt. Ja, nochmal Herr Hildebrand. Preschen Sie vor. Sie haben gesagt, die Preise letztes Jahr, klar, alle wollten wieder in Fahrt kommen und haben erstmal dann günstig gelockt, aber nun natürlich auch Energiekosten, Lebensmittelpreise hoch, das betrifft ja auch Sie Hochsee und Fluss. Wie ist das Preisbild so gemessen, ja, vielleicht jetzt an Vor-Ukraine-Krieg-Zeiten, also wie ist bei Ihnen so die Preisentwicklung, Fluss und Hochsee? Ja, wir haben eigentlich so durch die Bank bei allen Produkten um die 8% Preiserhöhung in 23 zu 22, was sozusagen die Zielpreise angeht. Wir haben aber in 22 unsere Zielpreise nicht realisiert. Ja, also wird effektiv die Preiserhöhung dann höher ausfallen als diese 8%. Das heißt, von der Kostensteigerung, wir reden im Food-Bereich von Kostensteigerungen um 20-25%. Wir reden bei den Energiekosten, je nachdem wann im Jahr Sie geguckt haben, da waren es teilweise 150%, das hat sich jetzt etwas beruhigt, aber es weiß ja auch keiner, wie es so richtig weitergeht. Auch die Crewkosten sind unheimlich explodiert. Alle Reedereien hatten Schwierigkeiten, Crew für 22 wieder zu bekommen. Nachdem natürlich in den Pandemiejahren Crew abgebaut wurde und die sich auch andere Beschäftigungen gesucht haben und gesagt haben, ach, zu Hause ist ja auch ganz schön. Also das ist ja auch der Hotellerie und der Gastronomie nicht fremd, dass es hier Abwanderung gab und dass es hier einfach Fachkräftemangel gibt. Das alles treibt die Preise. Ich hoffe da auf Verständnis vom Gast. Ich denke, dass jeder in seinem Lebensalltag, auch wenn er einfach nur zu Hause im Ort essen geht und so weiter, dort die Preissteigerungen sieht. Und von denen können wir uns natürlich auch nicht abkoppeln. Was ist denn das Durchschnittsalter Ihrer Gäste? Ja, wir reden von Best-Agern. Also so irgendwo zwischen 55 und 65 spielt die Musik, natürlich mit einer gaußschen Glocke, ja, da gibt es auch was drüber und da gibt es auch manchmal was drunter. Ich denke, für diese Art von Kreuzfahrt braucht man ein Publikum, was eigentlich auch diese Bequemlichkeit schätzt, die wir ja bieten. Wenn man noch Bäume ausreißen will und alles alleine organisieren will und alles alleine machen will, dann schätzt man vielleicht diese Bequemlichkeit nicht in dem Ausmaß, wie wir sie bieten. Und was aber auf jeden Fall ein Faktor ist, die physische Fitness ist in jedem Fall gefordert bei unseren Reisen, auch bei Flussreisen. Ja? Das ist keine Rollatorveranstaltung. Also wir haben hier viel zu zeigen, wir haben hier interessante Ausflüge, anstrengende Ausflüge, wir variieren die natürlich auch. Da gibt es Routen, wo man mehr gehen muss und schneller geht und das werden wir auch immer so ankündigen. Aber für unsere Art des Entdeckens, was wir anbieten, muss eine gewisse Grundphysis einfach da sein. Und wenn wir dann über Expeditionen reden, wenn man in ein Zodiac-Boot einsteigen muss und so weiter, da muss der Kapitän ja die Verantwortung übernehmen. Das muss einfach mit einer gewissen Fitness einhergehen. Aber es ist kein Problem, mit 94 in die Arktis zu fahren. Es ist kein Problem, wann war das, vorletztes Jahr, ich mit einem 96-Jährigen durch Pompeji gestapft und habe den dann irgendwann gefragt, ist das nicht auch anstrengend für Sie? Und dann sagt er mir, man muss sich immer fordern, man muss sich immer fordern. Ja, so wird man 96. Ich darf da nochmal eine Anschlussfrage stellen. Familie mit Kindern, gibt ja Arosa zum Beispiel, setzt sehr stark drauf, gibt bei Ihnen Flussschiffe, die auch Familien an Bord haben oder so ein bisschen, so Kinder wollen ja nicht alleine sein, da muss ja ein bisschen was für Kinder geboten sein, auch andere Kinder, gibt es da Angebote, wo Sie auch mal auf Familien setzen, oder spielen für Sie keine Rolle? Auf dem Fluss tatsächlich nicht. Also wenn wir das täten, dann würden wir es immer mit einem kompetenten Partner machen, der auch in dem Familienmarkt, in dem Bereich Kinder irgendwo nicht nur Kompetenz, sondern auch Gäste mitbringt. Unsere Großeltern nehmen vielleicht mal einen Enkel mit, aber das ist kein zahlenmäßig großer Anteil. Wenn wir Familienanfragen haben, dann bedienen wir die immer sehr gerne mit Vasco da Gama. Vasco da Gama hat einen überproportional großen Kinderbereich. Also dieses Kinderland, was da an Bord ist, das könnte sich manches AIDA-Schiff, glaube ich,
würde dem gut anstehen. Wir haben auch im Sommer, in den Sommerferien, da durchaus 30, 35 Kinder mal an Bord auf einzelnen Abfahrten. Aber Niko Cruises ist weit davon entfernt, ein Familienveranstalter zu sein. Aber die Möglichkeiten gibt es. Auf Vasco da Gama. So. Eine Frage noch. Auf dem Nil sind Sie nicht unterwegs, ne? Doch, wieder. Interessant auch schon dieses Jahr, also Entschuldigung, schon letztes Jahr, reger Buchungseingang für den Nil. Der Nil kommt absolut zurück und wir möchten das auch ausbauen. Wir werden da auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Kampagne machen, um das auch bekannt zu machen, dass es da ist, dass es buchbar ist, dass wir es haben. Generell bin ich sehr gespannt, was auch andere Fernreisen angeht. Vietnam, Kambodscha ist ja noch so ein Hobbyprodukt von uns, wo man auf dem Mekong bis Angkor Wat fährt, sicherlich auch ein Sehnsuchtsziel. Mal schauen, wann das wiederkommt. Also ein paar Exoten haben wir im Fluss schon auch noch. Was zum Beispiel bei uns überwiegend gefragt ist, wenn wir über Ägypten reden, ist dann die längere Schiffsreise. Also wir sind ja im Gegensatz zu den Sun & Beach Veranstaltern, die dann 3 Nächte Nil mit dazu paketieren, sind wir ja dann eine Woche oder länger unterwegs. Insbesondere wird bei uns nachgefragt die Kombination Nil und Nassersee. Das ist bei uns das am stärksten gefragte Produkt. Darf ich noch einmal fragen? Aber natürlich. Ich glaube, alle freuen sich und ich sehe ein paar mitschreiben. Niko ist ja mal als reiner Flussanbieter gestartet, jetzt auch auf Hochsee unterwegs. Gibt es eigentlich auch Ambitionen, neben den beiden Schiffen nochmal mehr auf der Hochsee zu machen? Auf jeden Fall. Sie kennen vielleicht Herrn Ferreira, weiß ich nicht, ob Sie ihn schon getroffen haben. Wir haben einen sehr ambitionierten Gesellschafter, der immer auch wieder für Geschäftserweiterung und gute Ideen zu begeistern ist. Und wir haben erstmal eine Aufgabe, nach diesen schweren Jahren natürlich ein gutes Touristikjahr 23 jetzt hinzulegen, eine gute Auslastung zu generieren, gute Preise zu halten. Klar, das Kostensteigerungsthema ist eine Herausforderung, glaube ich, für die gesamte Touristik. Hier eben nicht nur wieder die Reisen voll zu machen, sondern auch zu Preisen, die sich für alle lohnen. Und das ist jetzt unsere erste Aufgabe, aber wir denken immer in mindestens 3 Horizonten. Das Schöne ist ja auch in unserer Nische von Hochseeschiffen, da gibt es gar nicht so viel. Also wenn ich jetzt Vasco da Gama mir anschaue, da gibt es noch ein paar Schiffe in der Liga von einem Veranstalter da aus ihrer Heimatstadt. Ja. Dann gibt es noch 2, 3 andere, aber die Big Boys zum Beispiel, die ziehen ja alle ihre Schiffe, die annähernd in dem Segment gespielt haben, ab. Also kein Mein Schiff Herz mehr, keine Aida, Mia, Cara mehr, keine, ja, also das ist eine Klasse, die wird vernachlässigt, weil sie natürlich, wenn sie vom Massenmarkt reden, liegt diese ein bisschen quer dazu. Sie können dann nicht diese Economies of Scale generieren. Die Fahrpläne müssen immer ein bisschen anders sein, um sich zu unterscheiden. Das ist keine Massenfertigung letztendlich. Und wahrscheinlich, nehme ich an, ich kenne die Profitabilitäten einzelner Schiffe von AIDA oder von einem 5000-Betten-Schiff von TUI jetzt nicht. Aber natürlich kann es dann auch nicht mithalten als Cash-Cow und als Renditebringer. Und wir nehmen es aber gern. Für uns ist es gut. Wie viel sind noch genug Schiffe auf dem Markt, ja, ne? Also die man so kaufen kann? Ich glaube, Karneval will eine ganze Reihe an Schiffen gerade wieder loswerden. Mal schauen. Gut, also gern auch noch individuell. Wir haben nämlich die kleine Schwierigkeit, dass man uns in 7 Minuten hier hinauswerfen wird. Trinken Sie gerne noch ein Gläschen Sekt. Ich halte mich noch ein bisschen vorne auf. Wir sammeln hier derweil ein und wir können noch gerne individuell plaudern. Und das mit der Pressereise war durchaus ernst gemeint. Dieses Gefühl rüberzubringen geht vielleicht am besten in der Reportage, die man schreibt, die sehr, sehr schön sein kann.
und das Gefühl auch immer einen Counter zu transportieren. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst, wenn Sie uns da auch mithelfen und unsere Reisebüros, unsere Reisebüro-Mitarbeiter entsprechend unterrichten und auch unterrichten im Sinne von unterweisen, dann hilft uns das auch sehr. Also vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Mittun und lassen uns alle zusammen ein gutes Jahr 23 haben.